Vor langer Zeit war der Himmel sehr nah an der Erde. Die Menschen mussten nicht auf den Feldern arbeiten, um Pflanzen für das Essen anzubauen. Wenn die Menschen einfach Hunger hatten, strecken sie die Hand aus. Und sie nehmen ein Stück ab, um es zu essen. Manchmal schmeckte der Himmel wie reife Bananen. Manchmal schmeckte sie wie Pizza, Hamburger, Pommes, Süßigkeiten. Der Himmel war so lecker. Damals gibt es keine König und Königin. Alle hatten genug, um zu leben, aber niemand war reich. Keiner kommentiert andere herum. Da der Himmel für alles sorgte, mussten die Menschen nicht viel arbeiten. Sie bauten kleine Häuser aus Holz vom Wald. Sie webten drunter Tücher und spielten mit ihnen. Nachts tanzten sie. Sie spielten Musik und sangen ums Lagerfeuer. Alles, was der Himmel dafür verlangte, war, dass man sich um sie kümmert. Und sie nicht verschwendet. Wenn ihr nur nehmt, was ihr braucht, werde ich immer genug für alle haben. Aber seid vorsichtig, verschwendet mich nicht. Wenn jemand gierig wird, dann wird es nicht genug für alle geben. Und lange Zeit haben die Menschen auf die Worte des Himmels geachtet. Und so gab es eine lange Zeit genug für alle. Eines Tages, das war ein Mann, er wollte mehr haben als die andere. Er wollte mächtig werden und andere herumkommandieren. Er wollte König sein. Er überredet eine Gruppe seiner Freunde und Freundinnen, ihm zu helfen. Eines Nachts, als alle schliefen, klauten sie ganz viele Stücke vom Himmel. Sie stapelten alles auf einen großen Haufen weit weg vom Dorf. Ich bin traurig. Der Haufen war riesig. Übrigens war das nicht das erste Mal, dass dieser Typ, der König sein wollte, sowas versucht hat. Es war schon lange sein Traum, ein großes Schloss zu bauen. Einmal hatte er versucht, die anderen zu überzeugen, ihm zu helfen. Lasst uns alle Bäume fällen, um das beste Schloss aller Zeiten zu bauen. Aber die anderen fanden diese Idee überhaupt nicht gut. Wir finden die Idee nicht gut. Bäume sind besser als Schlösser, wir haben doch schöne Häuser. Bäume geben uns Sauerstoff zu atmen. Damals hatte sein Plan nicht geklappt. Aber diesmal hat er es geschafft, einige andere zu überzeugen. Er wollte so viel Essen sammeln, dass der Himmel leer wird. Dann würden die anderen, die kein Essen hatten, für ihn arbeiten müssen. Er würde sie mit Essen bezahlen. Dann bekommt er sein Schloss. Aber einige der Lebensmittel begannen zu schimmeln. Der Himmel sah das und wurde sehr wütend. Am Morgen hat der Himmel einen Sturm gemacht.
Ihr habt mir nicht zugehört. Ich habe euch gewarnt, nicht mehr zu nehmen, als ihr braucht. Die Gierigen haben mein Gang verschwendet. Jetzt ist Schluss mit dem Essen. Jetzt werde ich weit weggehen, damit ihr mich nicht mehr verschwenden könnt. Dann entfernte sich der Himmel weit, weit weg von der Erde. Und die Menschen könnten sie nicht mehr greifen. Ab dann mussten die Menschen hart arbeiten, Um ihre Nahrung anzubauen. und ihre Mahlzeit zu kochen. Sie haben sich entschieden, dass sie keinen König haben wollen. Weil ohne König können sie sich besser um die Natur kümmern.